Ja, ich grüße euch. Cooles Thema. Viele Patienten, die ich sehe, klagen über fehlende Sättigung. Wie werde ich endlich satt? Die versuchen es mit Käse, mit Schoko und zum Schluss landen sie bei Salamibrot oder irgendwas, was mich satt macht. Und manche enden verzweifelt bei Ozempic, die Spritze, um GLP-1-Sensoren im Darm zu aktivieren. Und zwar die Spritze reicht für etwa eine Woche, macht eine unnatürliche Sättigung, finde ich. Das sagen Patienten. Und die reicht für circa eine Woche, aber es fühlt sich irgendwie ein bisschen künstlich an. Und die Frage ist, gibt es eine Alternative, die sich besser und natürlicher anfühlt? Und ja, es gibt, was Wissenschaftler schon lange wissen, wenn wir ballaststoffhaltige Nahrungsmittel wie Bohnen, Linsen, Sprossen, Chiasamen, Leinsamen oder auch geschälten Hanfsamen, das sind alles gute Sattmacher, weil durch diese löslichen Ballaststoffe werden auch die GLP-1-Rezeptoren im Darm aktiviert und das gibt uns ein Sättigungsgefühl. Wenn man dieses Sättigungsgefühl noch steigern möchte, dann gibt es unsere heimischen Wildkräuter, Löwenzahn, Brennnesseln, Giersch. Und ich bin jetzt schon seit über 25 Jahren mit Wildkräutern unterwegs und habe damit wirklich großartige Erfahrungen erlebt bei Patienten, die damit erfolgreich waren, dieses Thema endlich satt zu werden. Und ja, das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, um auch abzunehmen. Und wie kann es sein, dass Wildkräuter hier eine Sättigung auslösen? Gibt es Studien? Ja, wir haben Studien. Die Wildkräuter enthalten viele lösliche Ballaststoffe. Wenn sie in den Dickdarm gelangen, diese löslichen Ballaststoffe und auch Pflanzenstoffe wie Polyphenole werden durch die Darmbakterien fermentiert und die produzieren Butyrat, das ist eine kurzkettige Fettsäure und Butyrat wird von den Mitochondrien als Energiequelle verwendet, um ATP zu bilden und das sorgt für eine sehr gute anhaltende Sättigung über mehrere Stunden und Butyrat, gebildet durch die Darmbakterien mit Hilfe von Wildpflanzen, eben wie Löwenzahn, ist in der Lage, eben GLP-1 zu sättigen und kann aus meiner Sicht sogar die Spritze ersetzen. Sie müssen natürlich auf Wildkräutersuche gehen. Das ist, vielleicht hat nicht jeder die Möglichkeit oder die Zeit, aber man kann auch am Wochenende ins Grüne gehen, am Waldrand kann man Wildkräuter pflücken und in so einen Blumenvase setzen mit Wasser und die halten dann mehrere Tage. Interessant ist bei Löwenzahn, die Löwenzahnblätter sind in der Lage, den Gallenfluss zu stimulieren und beleben. Das ist ein Problem bei vielen Menschen, die unter Fettleber leiden. Und das ist ca. 40% aller Erwachsenen Fettleber. Das heißt, wir essen einfach zu fetthaltig, vor allem gesättigten Fettsäuren aus Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte. Also gerade Käse, 50% gesättigte Fettsäuren. Und das kann eben Fettleber praktisch auslösen. Und
Ja, ich hatte heute eine Patientin erlebt, die war ungefähr vor einem halben Jahr bei mir und die kam auch mit der Diagnose Fettleber und siehe da, mit Optimierungen. Ich hatte einen Plan gemacht, wie bei allen meinen Patienten bekommen einen Plan, Empfehlungen und wie man vorgehen kann. Ein halbes Jahr später, sie war bei der Hausärztin, kein Fettleber. Und das ist wichtig, weil leidig unter Fettleber, das kann auch den Gallenfluss blockieren. Wir sehen das auch bei Krebspatienten. Fast jeder Krebspatient hat einen Gallenfluss, was nicht ordentlich läuft. Das heißt, normalerweise nach der Mahlzeit oder schon während der Mahlzeit kommt der Gallenfluss in Bewegung. Das ist wichtig für den ganzen Verdauungsvorgang, für das Verdauungsfeuer. Und Löwenzahn stimuliert den Gallenfluss und die Gallensäure beleben und die GLP-1-Rezeptoren. Und das machen diese Bitterstoffe so einzigartig aus Löwenzahn. Und auch zusätzlich die Löwenzahn, die Ballaststoffe, die löslichen Ballaststoffe, lösen diese Butyratbildung aus im Darm und Butyrat macht eine zusätzliche Sättigung. Also praktisch, wir haben eine doppelte Sättigungswirkung, wenn wir Löwenzahn verzehren. Ja, und ich finde das eine coole Sache. Und jetzt kann ich was tun, um den Gallenfluss zu beleben. Ich kann was tun, um Fettleber zu beseitigen. Und ich kann eine doppelte Wirkung auf GLP-1-Rezeptoren und ich kann mir dann, kostet 300 € im Monat, kann mir das Geld sparen. In den USA kostet es bis $1.000 im Monat, also ist eigentlich günstig hier. Und ich glaube, Trump wird auch gespritzt regelmäßig, weil er ist plötzlich aufgetaucht und ich glaube, er hatte 20 Kilo weniger. Also ich denke, das war die Spritze und das war nicht Löwenzahn. Also mein Fazit ist, und ich habe das lange beobachtet, ich kenne Situationen, einmal war ich in einem Restaurant eingekehrt, wir haben was Cooles gegessen, ich war nicht satt. Und dieses Gefühl, nicht satt zu werden, und was tue ich? Also habe ich mich entschuldigt, das war so ein Park, und ich habe Löwenzahnblätter gefunden und 5 oder 6 Löwenzahnblätter und ich war satt. Und deswegen, ich habe es erprobt, es funktioniert bei mir, bei meinen Patienten. Vielleicht funktioniert es auch bei euch. Gibt es eine Chance, 5 Löwenzahnblätter können eine einzigartige Sättigung auslösen. Bitte sagen Sie, ich bin gespannt, was Sie mir erzählen in den Kommentaren. Ich brauche immer Ihr Feedback. Und und dann die Studien. Da wurden Studien durchgeführt mit Brennnesseln und da kam es zu einer GLP-1-Erhöhung von 20-30%. Und das ist schon ordentlich. Und dann haben wir eben diesen nachhaltigen Effekt über mehrere Stunden. Deswegen, ich esse Frühstück morgens und ich arbeite bis abends. Ich brauche kein Mittagessen. Ich habe eben diese sehr gute Level von Sättigung. Also Fazit, es ist ein Versuch wert. Jetzt haben wir gerade die Zeit, wo die Löwenzahn blüht, aber ich pflücke Löwenzahn bis November und Brennnesseln oft bis Weihnachten, finde ich Löwenzahntriebe. Und damit kann ich mein GLP-1-Niveau erhöhen. Ich kann meinen Hunger damit zähmen. Die Magenentleerung wird verlangsamt. Das sorgt auch für eine lang anhaltende Sättigung.
Ich habe ein besseres Sättigungsgefühl durch Hormone, die auch im Gehirn freigesetzt werden. Weniger Heißhungerattacken und ich werde auch zufrieden mit weniger Kalorien. Also wenn wir die Kalorien reduzieren, sind wir gesünder und auch langlebiger. Und das ist eine wichtige, selbst wenn Sie nur 10% weniger Kalorien konsumieren, sehen wir Langlebigkeitseffekte. Und das ist spannend. Aber es ist interessant zu diesem Thema weniger Kalorien verzehren. Die Wissenschaftler sind zu dem Fazit gekommen, es funktioniert nur bei Labortieren. Bei Menschen würde das nie funktionieren, weil kein Mensch kann sich disziplinieren, 10 oder 20% weniger Kalorien auf Dauer zu essen. Aber das wäre der Weg, wenn Sie da 10 oder 20% Kalorien sparen möchten, da können uns die Wildkräuter helfen über eine Aktivierung von GLP-1-Rezeptoren. Jetzt habe ich endlich die Studien. Zweite Studie, das hieß die Plus-One-Studie von 2019. Ich glaube, das wurde in Korea durchgeführt. Die haben sechs das waren zum Teil Wildpflanzen, verwendet. Bei diesen Studien konnten zeigen, dass diese 6 zum großen Teil Wildpflanzen waren in der Lage, eben GLP-1 Sekretion von diesen Rezeptoren zu erhöhen. Eine Bittermelone war dabei mit Bitterstoffen. Artemisia ist Beifuß, war dabei. Beifuß gibt es übrigens auch bei uns, die wilde Beifuß. Ja, also das wäre meine Anregung, was ich mit euch teilen möchte, dieses Thema Sättigung. Damit steht und fällt die Ernährung. Ich habe so viele Patienten erlebt, die sind wirklich motiviert, aber in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Ohne Sättigung ist es wirklich schwierig, die Ernährung auf einen besseren Niveau zu bringen. Und wer möchte, kann mich, also wenn Sie wirklich ein Problem haben mit Sättigung oder diese Themen, ich biete auch Konsultationen an per Zoom-Meeting. Und es gibt viele Möglichkeiten, man sollte da nicht den Handtuch schmeißen. Dieses Thema, wie werde ich satt, wie kann ich mein Mikrobiom optimieren, sind alles sehr wichtige Themen und es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und viel Erfolg damit und bis zum nächsten Mal.